Yes. 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 No. No. Yes. 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 No. Ich finde es einfach ein Genuss, sowas. Und es ist auch so ein brillanter Sound die ganze Zeit. Das ist einfach, es ist so bestechend. Also ich stehe total darauf, dass mir Geschichten auf die Art und Weise auch dann erzählt werden. Ist eine gute Frage, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann mich nur an ein ganz einschneidendes Erlebnis erinnern. Meine erste CD, die ich gehört habe in meinem Leben. In Salzburg im Mozarteum habe ich studiert. Und da hatten die einen neu eingerichteten Medienraum. Und dann habe ich diese CD in den Schlitz reingemacht und da war die verschwunden. So. Also wenn man von Vinyl dann so, und dann ist das diese kleine Maschine und dann hört man und es kommt nichts. Er hat einen Kopf, also mit Kopfhörer und hat gesagt, du musst auch schön laut machen. Und dann kommt nichts und plötzlich wird es BAM! Und dann war gleich ein ganzes Orchester da. Das war so shocking. Ich bin so erschrocken. Ich habe einen riesen Schreck gekriegt, weil sich der Ton auch nicht angekündigt hat. Das geht nicht auf einer Platte. Das geht nur digital. So. Und dann war halt die Musik von Phil Glass wahrscheinlich genau das, die Art von Musik, die auf das Medium gewartet hat. Das hat einfach super gut zusammengepasst. Ich gehe sehr oft zu Veranstaltungen mit neuer Musik. Also wie gesagt, ich finde, dass in Wien ist es ja auch das Angebot da. Wo auf der Welt kannst du so oft sowas erleben, wenn dir das gefällt. Und mir gefällt das. Mir gefällt daran auch, dass wie gesagt, dass da neue Klangwelten entstehen und auch die Form von Präsentation oft performativ sein kann. Do you really, really, really like contemporary music? Well, it's maybe a little bit too much, right? Face kann ich mich noch erinnern an eine musikalisch-literarische Performance. Das war relativ dunkel und die Musiker haben auch agiert. Und das fand ich extrem mutig. Weil ich ja andere Orchester auch kenne. Ich habe an der Staatsoper gearbeitet und da, die machen, also das Face, machen da Sachen, wenn das von dem Staatsorchester Musik verlangst, da lach dich aus. Allein ich stehe mal auf und spiele im Stehen oder so, die lachen dich aus, geschweige denn mach mal Quark. Now that's an important subject in marriage. Dad beats me even harder that time. Also es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also dann möchte ich sowas sofort auch sehen, ja, weil ich daran so gut wie alles gutiere. Erstens mal ist das die Verquickung von Text und Musik, dann auch die Besetzung, das hat sich ja fast so ein bisschen an, ich habe relativ viel Zappa gehört in letzter Zeit, so wie die Mothers of Invention so ein bisschen hat das was. Ja, ich glaube schon, dass es dann natürlich viele Parallelen gibt oder einige Analogien, sagen wir mal, so wie in der Kunst überhaupt zwischen allen Gattungen. Was die Zeit betrifft, wie Zeit läuft oder wie auch Zeit stehen bleiben kann. Das finde ich zum Beispiel faszinierend. Also wenn es gut geht, dann weiß ich, dass alle bei mir sind. Alle sind bei mir und ich kann die Zeit anhalten, wenn ich will. Und ich kann sie auch wieder freigeben. Das finde ich faszinierend. Und alle können mir das hinterher beschreiben. Das sagen sie, an der Stelle, da ist was passiert. Das finde ich einfach phänomenal. Die Musiker haben ja eine Partitur, genau wie wir einen Text haben. Da gibt es dann zwei Komponenten. Einmal muss es genau sein. Du musst die Noten spielen, die da sind, genauso wie du die Satz. Bei Kleist kannst du nicht
kannst du nicht improvisieren. Auf der anderen Seite musst du auch irgendwo improvisieren, also du kannst nicht einfach nur wiederholen, es muss immer neu sein. Also Wien ist für mich die Stadt, in der ich wüsste keine andere Stadt, in der Musik und auch jegliche Form von Musik, vor allen Dingen also klassische und auch neue klassische Musik so eine Rolle und spielt und so einen großen Platz hat. Ich meine, in Wien, das musst du dir vorstellen, da zahlst du irgendwo für einen billigen Platz, zahlst du 12 Euro und dann siehst du, wie 70 Menschen, die ihr ganzes Leben bis jetzt mit ihren Instrumenten verbracht haben, und zwar jeden Tag, jeden scheiß Tag, wenn es blöd kommt, üben die an ihrem Instrument. Und ich darf das ernten für 12 Euro. Wie geil ist das? Das ist ein Wahnsinn.